Der Deal ist durch, die Saga ist endlich vorbei. Kylian Mbappé wechselt ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Wir stellen uns heute die Frage, ist Real Madrid jetzt überhaupt noch schlagbar? Das wird jetzt diskutiert in Quick Check. Das Thema hat uns jetzt schon die vergangenen Jahre verfolgt und jetzt ist es endlich offiziell, Kylian Mbappé wird zu Real Madrid wechseln. Dort wird er die Nummer 9 erhalten. Klar, Real Madrid war auf der großen Suche nach einem Neuner und jetzt hat man ihn gefunden. Auch wenn Kylian Mbappé nicht der klassische Stürmer ist, passt er perfekt in diese Real Madrid-Mannschaft. Man hat jetzt eine unglaublich große Variabilität in der Offensive. Bedeutet, Vinicius Junior, der kann ja auch auf die Stürmerposition gehen, dann kann Mbappé auf links ausweichen und man hat ja immer noch Rodrigo. Schauen wir uns die Kaderstruktur von Real Madrid etwas genauer an. Carlo Ancelotti hat für die kommende Saison so unglaublich viele Optionen. Nicht nur der Sturm, sondern auch das Mittelfeld und die Verteidigung sind so professionell hochkarätig besetzt, das kann überhaupt nicht schief gehen. Im Tor hast du Thibaut Courtois, er ist 32 Jahre alt, er gehört also schon zu den Älteren im Kader der Madrilenen. In der Verteidigung Eder Militao, Innenverteidiger 26 Jahre alt. Dann hast du mit Antonio Rüdiger und David Alaba routinierte Innenverteidiger, beide jeweils 31 Jahre alt. Linksverteidiger Ferland Mendy, 28, Franzose. Er spielt schon seit einigen Jahren linker Verteidiger bei den Madrilenen. Und rechts hast du immer noch den Dauerbrenner Dani Carvajal, der aber, wie wir gesehen haben vergangenen Samstag, auch so wichtige Spiele entscheiden kann. Kommen wir zum Mittelfeld und jetzt wird's wirklich brutal. Aurélien Tchouaméni, 24 Jahre jung. Federico Valverde, 25 Jahre jung. Eduardo Camavinga, 21 Jahre jung. Toni Kroos ist ja nicht mehr mit dabei, er hat ja sein Karriereende bekannt gegeben. Dann hast du immer noch einen 38-jährigen Luka Modric, der ja unter anderem ja auch schon den Ballon d'Or gewonnen hat und wirklich eine feste, routinierte Säule im Mittelfeld sein kann. Und dann wäre da natürlich noch Jude Bellingham. 20 Jahre jung, Führungsspieler und Spieler der Saison in der La Liga. Viel besser wird's nicht mehr. Und dann natürlich das neue Herzstück von Real Madrid, die Offensive. Links Vini Junior, absolute Bank. Man kann von ihm halten, was man will, vor allem nach seinen Gesten, auch im Champions League Finale jetzt wieder unsportlich aufgefallen. Aber er ist und bleibt ein Weltklasse-Flügelspieler und ist erst 23 Jahre alt. Dasselbe gilt für Rodrigo, ebenfalls Brasilianer, ebenfalls Weltklasse-Qualitäten, wird oft unterschätzt, aber auch erst 23 Jahre jung. Und dann natürlich der Top-Neuzugang Kylian Mbappé. 25 Jahre alt, kommt jetzt erst in seine besten Fußballerjahre. Ich sehe absolut keine Möglichkeit, wie Real Madrid nicht so erfolgreich bleiben könnte. Werfen wir mal einen Blick auf die mögliche Startaufstellung kommende Saison. Schaut euch diese Namen an, schaut euch an, was das für Kracher und Hochkaräter sind, wenn Carlo Ancelotti es schafft, diese Mannschaft zu einem richtigen Team zu führen, was sie ja ohnehin schon sind. Bedeutet quasi einfach, dass sie Mbappé noch genauso gut integriert bekommen. Dann überzeugt mich von was anderem, aber wer soll diese Mannschaft schlagen? Das Einzige, was mir irgendwie im Kopf schwebt, was etwas negativ auffallen könnte, ist, dass man jetzt so viele Weltstars hat und die irgendwie miteinander nicht gut klarkommen. Aber wir wissen alle, um wen es geht, um Real Madrid. Und Carlo Ancelotti wird da meiner Meinung nach überhaupt keine Probleme haben und diese Mannschaft weiterhin an der Weltspitze halten. Was meint ihr? Wird Real Madrid ebenso erfolgreich bleiben oder erleben wir vielleicht eine Überraschung?